Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports, heute mit Halsschmerzen. Ich habe die SWT 902. Ihr könnt es gerne darunter schreiben, wasche Socken und lange Pulli und so, hilft alles nichts. Okay, wieder zurück zum Thema. Die SWT, die HPN 902, machen wir es gleich nochmal. Heute die HPN 902. Das ist eine 60s Replika aus dem Jahr 1980. Weißt du, wo 1980 die 60s waren? Scheiße. Das nächste Mal bereite ich mich besser vor. Also es ist nicht die 79er, sondern die 1980er. Ich selber war da noch 3 Kilo und 800 Gramm, glaube ich. Müsste meine Mutter fragen, die kommt dann von der Arbeit. So um den Dreh. Und ich weiß aber, die Schwingenkonstruktion ist hier deutlich anders da als bei der 79er. Aber dennoch fixt mich das Motorrad an. Ich werde es den Film dann auch meiner Frau zeigen. Vielleicht haben wir in der Garage vorne quer in der Ablage noch einen Platz für so ein Motorrad. Willst du die eigentlich verkaufen? Noch nicht. Noch nicht. Ja, warum steht denn so ein Motorrad bei mir? Ja, das war ganz einfach so. Das Motorrad kenne ich von den Rennen. Der Jürgen war schon vor 5 Jahren oder so immer da. Da haben wir hinten die Bremse getunt. Da habe ich mich noch nicht getraut, so viel Aufnahmen von so einem Motorrad zu machen. Jetzt, heute, war da mal 5 Minuten nicht da. Da kommt dann das Bikeborn, habe ich das Motorrad komplett abgefilmt. Habe mir von allen Maßen genommen, eine technische Zeichnung erstellt. Und dann ist im Nachbau nichts mehr im Weg. Ich weiß bloß nicht, in welchem Land wir das dann machen. Nee, ich habe für euch richtig geile Aufnahmen davon gemacht. Das Motorrad, das jetzt herkomme, wie ich in einem Tachowechsel. Der Tacho, der vorher dran war, der hat seinen Geist aufgegeben. Hier war ein anderer Sensor drin. Es hat keinen passenden Sensor gegeben. Da gibt es in der Schweiz dann eine Firma, der hat so einen Adapter, der macht die Frequenzen dann anders da. Aber hat wohl nicht geklappt. Auf jeden Fall ging es dann so aus, dass wir den Tacho rausgeschmissen haben
und wollten einen neuen Tacho installieren. Das ist auch kein großes Hexenwerk, den haben wir schnell beim Franco Capello von Acewell bestellt. Den Tacho, mit der am wenigsten kann, weil hier ist nur wichtig Kilometerzähler. Der Tank hat nämlich keine Tankanzeige und vielleicht die Uhr. Geschwindigkeitsanzeige brauchst du im Rennen nicht so oft, mal auf den Etappen zwischendurch auf der Straße. Was haben wir da erlebt? Ja, wir haben den Tacho deinstalliert, ausgebaut, entfernt, eingepackt, dass er dann mitnehmen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute nochmal so eine große Operation machen. Man wollte ja eigentlich nur ein Tacho anschließen. Und dann haben wir ein paar Kabel gesehen und die haben nicht so prickelnd ausgesehen. Die sind einmal warm geworden. Und so ist aus der Aktion, wir fangen um 11 Uhr an und du kannst um 1 Uhr gehen. Ist es im Hintergrund zu sehen? Es ist dunkel. Richtig dunkel. Jetzt habe ich extra den Ofen ausgeschaltet, dass du langsam heimgehst. Spät abends. Die Verkabelung ist komplett einmal aufgewesen. Wir haben einige Reparaturen gemacht und wir haben neue Stecker gesetzt. So ist es immer so, wie lange brauchst du und wird es heute fertig? Manchmal gewinnen die anderen und manchmal verlierst du einfach. Ich kann mich heute entscheiden. Wichtig ist es, wir hatten einen schönen Tag mit einem geilen Motorrad. Ich habe wieder viel gelernt, muss ich sagen. Habe einen Haufen Einblick gekriegt in die Technik von damals und die habe ich euch jetzt nicht verwehrt. Ihr durftet mit dabei sein bei der Installation, Deinstallation und beim Tuning, Kabeltuning. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao. So, eigentlich schön, wenn es dunkel ist, wenn man fertig ist, ne? Was bist du von Beruf? Weiß ich manchmal nicht.